Wer seine Modellbahnfahrzeuge auch gerne einmal von Hand und nicht immer nur vollautomatisch mit dem PC steuern möchte, für den könnte auch ein mobiler Handregler interessant sein. Sei es, um die Triebfahrzeuge hautnah über eine große Modellbahnanlage zu verfolgen oder auch um ein riesiges Modularrangement zu befahren, das eine ganze Turnhalle füllt. Aber auch bei kleineren Anlagen kann es hin und wieder durchaus Sinn machen, mit dem Fahrregler sehr nah in die Stelle heranzukommen, die einen gerade interessiert. Sei es nur zum Genießen der wunderschönen Fahrzeuge oder auch zur Fehlersuche. Gerade während der Bauphase ist es oft hilfreich, wenn man sehr genau beobachten kann, was an einer kritischen Stelle denn wirklich exakt passiert. Dabei gibt es eine nahezu unüberschaubare Anzahl an Angeboten an mobilen Fahrreglern für die Modelleisenbahn. In diesem Video versuche ich einen Überblick über diesen Markt zu geben. Obwohl ich sorgfältig recherchiert habe, fürchte ich, dass meine Liste leider kaum vollständig sein dürfte. Falls euch ein gutes Gerät in der Auflistung fehlt, so schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Danke für eure Ergänzung. Außerdem kenne ich die allerwenigsten Geräte aus eigener Erfahrung. Meine Bewertung ist daher rein subjektiv, auch wenn ich versucht habe, alle Optionen neutral zu beschreiben. Worauf man jedoch generell achten sollte, ist, dass sehr viele Geräte leider nur in Kombination mit der Zentrale des entsprechenden Herstellers kompatibel sind. Teilweise sind auch zusätzliche Komponenten für den Anschluss erforderlich. Man sollte sich also unbedingt vorher gut über das jeweilige System erkundigen, bevor man sich zum Kauf entschließt. Meine Marktübersicht habe ich in 3 Kategorien unterteilt. Zunächst kabelgebundene Geräte, dann Regler, die über Funk oder WLAN kommunizieren, schließlich Web-Applikationen, die auf einem vorhandenen Mobilgerät laufen. Ganz zum Schluss möchte ich dann meine Lösung zeigen, für die ich mich persönlich entschieden habe und die ich momentan mit Begeisterung einsetze. Kabelgebundene Geräte sind heute eigentlich nicht mehr unbedingt zeitgemäß. Sie könnten allerdings immer noch dort Sinn machen, wo einem der Freiraum, der einem das Kabel bietet, ausreicht. Denn unter Umständen sind diese Regler heute sehr günstig zu bekommen, entweder als Gebrauchtgeräte, teilweise aber auch neuwertig. Auch wer Angst vor einem Verlust der Kommunikation über das WLAN-Netzwerk hat und absolute Betriebssicherheit haben möchte, könnte sich auch heute noch möglicherweise für eine solche Lösung entscheiden. Wohl am weitesten verbreitet ist die Mobile Station von Marklin, da sie in sehr vielen Startpackungen mitgeliefert wird. Bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 119 € bekommt man die Mobile Station 2 neu für um die 90 €, gebraucht auch sicher sehr viel günstiger. Zum Anschluss an die Gleise benötigt man allerdings noch eine Gleisanschlussbox. Wer den Handregler mit seiner Digitalzentrale verbinden möchte, benötigt gegebenenfalls zudem das Terminal 60145. Bereits vor längerer Zeit habe ich mir eine Mobile Station gekauft, verwende sie aber eigentlich kaum noch. Zu sehr schränkt mich das Kabel in meiner Bewegungsfreiheit ein und die Pins des Anschlusssteckers sind, zumindest für mich Grobmotoriker, zu diffizil, um den Regler ständig an- und abzustecken. Auch von Pico, Lenz und Tams gibt es kabelgebundene Handregler. Uhlenbrock bietet sogar gleich mehrere davon in unterschiedlichen Preisklassen an. Deutlich mehr Bewegungsfreiheit bieten Handregler, die über Funk oder WLAN mit der Zentrale kommunizieren. Auch hier bietet der Marktführer Marklin nun eine Lösung an, die Mobile Station WLAN. Die Bedienung dürfte ähnlich wie die des kabelgebundenen Vorgängers sein, nur dass man nun nicht mehr mit einer Strippe festhängt. Dass ich hier nur im Konjunktiv spekulieren kann, liegt daran, dass ich mich gegen die Mobile Station WLAN von Marklin und für ein Konkurrenzmodell entschieden habe. Aber dazu später mehr. Bei den kabellosen Handreglern ist das Angebot ausgesprochen umfangreich. So habe ich Geräte von ESU, Pico, Roku,
und Tillich und damit fast allen einschlägigen Modellbahnherstellern gefunden. Aber auch Uhlenbrock, Massot, KM1, Logstor Digital und Minitrains bieten neben sicherlich noch einigen anderen mobile Lösungen an. Wer kein zusätzliches Gerät kaufen und stattdessen lieber ein vorhandenes Smartphone, Tablet oder ähnliches für die Steuerung seiner Modellbahn verwenden möchte, findet unter Umständen auch eine gute kostenlose Lösung. So kann man beispielsweise seine CS3 oder CS3 Plus von Märklin auch von einem mobilen Endgerät aus bedienen. Dieses muss sich lediglich im selben WLAN-Netzwerk wie die Digitalzentrale befinden. Über die Eingabe der IP-Adresse der CS3 in einem beliebigen Browser kann man eine Web-Bedienoberfläche aufrufen, mit der man tatsächlich komfortabel seine Digitalzentrale fernsteuern kann. Auch für die ECOS von ESO und die Z21 von Roku gibt es wohl solche Apps. Wie diese exakt funktionieren und ob es auch von den anderen Herstellern eine solche Möglichkeit gibt, kann ich leider nicht sagen. Bei Interesse müsstet ihr euch bitte hier selbst schlau machen. Wofür es allerdings ebenfalls eine kostenlose Anwendung als Erweiterung für ein mobiles Endgerät gibt, ist das Programm, mit dem ich meine Modellbahnanlage auf dem PC steuere, WinDigipad. Die WinDigipad Mobile App ermöglicht es von einem Android- oder Apple-Mobilgerät aus, auf seine Modellbahnsteuerung zuzugreifen und so entweder Lokomotiven zu steuern, über das Gleisbildstellpult Weichen zu schalten oder Fahrstraßen zu stellen und den Status seiner Rückmeldekontakte zu überwachen. Aber auch andere PC-Modellbahnsteuerungsprogramme wie iTrain oder Train Controller scheinen solche Möglichkeiten zu bieten. Was aber alle diese Lösungen gemeinsam haben, ist natürlich, dass die haptische Bedienung anders ist als bei den dedizierten Reglern für die Modelleisenbahn und man auf ein Drehrad für die Geschwindigkeitseinstellung verzichten muss. Ob man gewillt ist, zusätzliches Geld dafür auszugeben, dass man mit einem Regler die Loks beschleunigen und abbremsen kann, oder sich lieber das Geld spart und dafür auf einem Touchscreen wischt, muss jeder für sich alleine entscheiden. Das ist auch schon eine gute Überleitung zu der Frage, womit eigentlich ich meine Modelleisenbahn steuere. Wenn ich einmal die Züge nicht vollautomatisch über den PC fahren lassen und mich auch nicht an mein Steuerpult mit der CS3 setzen möchte, sondern die Triebfahrzeuge vor Ort steuern möchte, so verwende ich tatsächlich zwei verschiedene Lösungen. Für das Schalten von Weichen und anderen Magnetartikeln, aber auch dem Stellen von Fahrstraßen, nehme ich die WinDigipad Mobile App, die auf meinem iPad läuft. Damit habe ich mein Gleisbild wunderbar visuell vor mir und tue mich ungemein leicht, die richtige Weiche zum Umlegen zu finden. Wenn ich ganze Fahrstraßen stellen möchte, ist es ebenfalls leicht und rasch möglich. Nach meinem Empfinden ist das die beste und komfortabelste Lösung, mobil seine Magnetartikel zu steuern. Für die Zugbeeinflussung habe ich mir aber tatsächlich einen speziellen mobilen Handregler gegönnt. Ich liebe es einfach zu sehr, ganz nah an meine Triebfahrzeuge heranzugehen und sie langsam schnaufend an meiner Nase vorbeiziehen zu lassen. Und wenn ich dabei einmal die Geschwindigkeit ändern möchte, ohne mich von der Modellbahn abzuwenden und auf mein Smartphone starren zu müssen, so geht das nun einmal nicht mit Wischen, sondern nur mit dem haptischen Drehregler einer Modellbahnsteuerung. Wie bereits zu Beginn erwähnt, habe ich mich jedoch gegen die Mobile Station WLAN entschieden. Einerseits war diese damals zwar angekündigt, aber noch gar nicht verfügbar. Andererseits habe ich ein Gerät gefunden, das mit Touchscreen, Farbdisplay und Drehregler sehr komfortabel zu bedienen ist, zudem sehr modern, leicht und kompakt daherkommt und gut in der Hand liegt. Das Logicon von Logstor Digital. Mit einem Preis von 409 € ist die Version A mit eingebautem Akku zwar signifikant teurer als der Regler von Märklin, bietet aber auch in meinen Augen einen deutlichen Mehrwert.
Wer sehr viele Lokomotiven sein eigen nennt, kann die Lokliste auch nach Dampf, Diesel, E-Loks und sonstigen Triebfahrzeugen vorfiltern. Auch Magnetartikel könnte man selbstredend mit dem Gerät schalten. Aber das geht, wie gesagt, über das grafische Gleisbildstellpult auf meinem Tablet sehr viel komfortabler. Der eingebaute Akku des Lodicon A verhindert, dass man ständig Batterie austauschen und wegwerfen muss. Zwar könnte man auch bei Geräten, bei denen man Batterien einlegen muss, wiederaufladbare Akkus verwenden. Aber Hand aufs Herz, wer macht das bei all diesen Elektrogeräten wirklich? Dies ist also meine favorisierte Lösung. Eine Kombination aus zwei unterschiedlichen Geräten für Schalten und Fahren. Die WinDigipad Mobile App auf einem Tablet für die Weichen und ein extra Fahrregler, den Lodicon von Loxdor Digital zum Steuern der Triebfahrzeuge. Wie immer habe ich mir alle hier vorgestellten Produkte selbst gekauft und bekomme von den Herstellern auch keinerlei Zuwendung. Ich teile mit euch meine ganz persönliche Meinung, damit ihr hoffentlich davon profitieren könnt. Gerade wenn ihr vor der Entscheidung steht, euch eventuell ebenfalls einen mobilen Fahrregler für die Modelleisenbahn zuzulegen. Falls euch dieses Video gefallen hat, so würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Vielen Dank auch für euren Besuch in meinem Hobbykeller. Und wenn ihr weiter mitverfolgen wollt, wie meine ganz persönliche Modellbahn-Traumanlage entsteht, so lasst gerne ein Abo da und schaut euch ebenfalls die anderen Videos meiner entsprechenden Playliste an, die ich hier rechts verlinke. Ciao und pfiat euch, euer Jörg alias 1 zu 87 Enthusiast.